Scooter als Headliner beim Polar Sound Festival in der finnischen Stadt Vasa. Draußen ist es eisig kalt, doch wenn das deutsche Techno-Trio seine Beats abfeuert, wird die Halle zur Sauna. Hier im hohen Norden sind Scooter besonders beliebt. Wir sind oft so in kalten Regionen. Ich würde auch gerne mal in Südfrankreich auftreten. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie scheint das mit der Musik vielleicht auch zusammenzuhängen. Eigentlich ist Finnland kein Ausland mehr für uns. Eigentlich frage ich mich nur schon, wann wir den finnischen Ausweis bekommen. So sind wir hier. Are you ready to rock? Are you ready to rave? Es fühlt sich genauso an wie in den 90er Jahren. Das ist das Scooter-Logo. Seit 1999 nehmen wir das zu jedem Konzert mit. Auch auf dem neuen 18. Album Ace mixen Scooter ihren klassischen Techno-Sound mit aktuellen Klängen aus den Clubs. Die Single Oi orientiert sich am australischen Melbourne-Bound-Stil. Don't take life too seriously. Nobody gets out alive anyway. Es bringt nichts, immer so retromäßig irgendwas am Leben zu erhalten. Vor allen Dingen haben wir ein riesen Repertoire an Klassikern, an wirklich schnellen Sachen, an typischen Scooter-Techno-Sachen. Und man muss hin und wieder sich auch mal versuchen, zumindest neu zu erfinden und das Ganze so zu transformieren, dass es in die Neuzeit passt. Maßgeblich verantwortlich für den aktuellen Sound ist Phil Speiser, ein 25-jähriger DJ und Produzent aus Österreich. Er kam vor 2 Jahren neu ins Scooter-Team. Sie haben manchmal komische Begriffe für Dinge. Also das ist ja so, es gibt ja viele Dinge, da gibt es keine Worte für, gerade bei der Musikproduktion, aber da gibt es so Begriffe von den Jungs, die dann selbstverständlich genannt werden, wie als ob das jetzt im Duden stehen würde, die einfach irgendwie einen bestimmten Sound oder so bezeichnen. Hyper, hyper! Seit ihrem ersten Hit Hyper Hyper von 1994 mischen Scooter die Charts auf. So beautiful to see your hands in the air! Mit fast 40 Singles landen sie in den internationalen Hitlisten. Scooter werden geliebt und gehasst. Doch ihr Erfolgsrezept funktioniert bis heute. Schnelle Beats, bekannte Melodien und absurde Schlachtrufe. Manchmal belustigt mich das, wenn Leute so ganz ernsthaft über den Text philosophieren und sagen, was ist das für ein Quatsch? Oder auch jetzt bei Oi, ne? Everywhere I go, all the ladies wanna touch me. Ich meine, natürlich ist das eine Mischung aus Wunschvorstellung und Selbstverarschung. Backstage, Treffen mit den Fans in Finnland. 30 Millionen Platten haben Scooter verkauft, wollen aber eine Band zum Anfassen bleiben. Man ist ja auch irgendwo stolz auf solche Fans, die schon seit Jahren dabei sind, aber es kamen immer neue hinzu und es hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Rave nonstop. Mit dem neuen Album im Gepäck rast die Dampfmaschine Scooter von Finnland weiter nach Deutschland, Großbritannien und Russland.